Tutorial für die Lohnmeldung über den ganzen Bestand. Willkommen zu einem neuen Valitas Online Tutorial. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie als Arbeitgeber Lohnmeldungen für den gesamten Mitarbeiterbestand am Jahresende erstellen oder wie Sie dies auch unterjährig über den gesamten Mitarbeiterbestand vornehmen können. Wenn Sie sich als Arbeitgeber eingeloggt haben, können Sie unter Bestandesmutation Lohnmutation über den Gesamtbestand anwählen. Für die Lohnmeldeliste am Jahresende geben Sie den 1. Januar des folgenden Jahres ein. Wenn Sie unterjährige Lohnmutationen über den Bestand vornehmen möchten, geben Sie das Datum ein, ab dem der neue Lohn gültig sein soll. Sobald Sie auf Liste anzeigen klicken, werden alle aktiven Mitarbeitenden per diesem Datum angezeigt. Sie können nun entscheiden, ob Sie die Mitarbeiterliste als Excel exportieren und die Mutationen in Excel erfassen oder ob Sie die Mutationen direkt in der Übersichtsliste, Eingabemaske, vornehmen möchten. Wir zeigen Ihnen zuerst die Variante mit dem Excel-Export. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie viele Mitarbeitende mit Mutationen haben. Mit dem Button Excel-Export steht die Excel-Liste im Ordner Download zur Verfügung und kann von da aus an einem beliebigen Ort auf dem Computer gespeichert werden. Wenn Sie die Datei öffnen, sehen Sie eine Liste aller aktiv versicherten Mitarbeitenden. Wichtig: Ändern Sie bitte nichts an der Struktur der Liste, sonst kann sie nach dem Bearbeiten nicht mehr eingelesen werden. Was ist jetzt auszufüllen? Bei einer Lohnänderung ist der Lohn in der Spalte AHV-Lohn neu zu ändern. Wenn jemand eine Lohnmutation und eine Beschäftigungsgradmutation hat, füllen Sie die Spalten AHV-Lohn neu und Beschäftigungsgrad neu aus. Wenn jemand keine Mutationen hat, nichts machen. Lassen Sie einfach den aktuellen Lohn in beiden Spalten, AHV-Lohn alt und neu, stehen. Wenn jemand arbeitsunfähig ist, ist es nicht mehr erlaubt, eine Lohnänderung zu machen. Melden Sie die Arbeitsunfähigkeit bitte mittels Formular Ihrer Kundenbetreuerin, Ihrem Kundenbetreuer. Wie wird das bearbeitete Excel ins Valitas Online importiert? Der Export, die Bearbeitung und der Import der Liste müssen nicht am gleichen Tag erfolgen. Wenn Sie die nötigen Mutationen im Excel getätigt, kontrolliert und gespeichert haben, können Sie die Excel-Datei ganz einfach ins Valitas Online importieren. Unter Aktivität sehen Sie, dass Sie noch eine Bestandesmutation Lohn mit Status offen haben. Klicken Sie auf diesen Eintrag und Sie können nun unter Excel-Import die von Ihnen bearbeitete Datei wieder hochladen. Beim Import der Excel-Datei ist zu beachten, dass ein eindeutiger Schlüssel angegeben wird. Wir empfehlen Ihnen als eindeutigen Schlüssel die SV-Nummer zu wählen. Sobald Sie die Datei hochgeladen haben, sind die Änderungen in der Liste sichtbar und Sie können auf Übermitteln klicken. Jetzt werden Sie aufgefordert, folgende Fragen zu beantworten: Ob Sie eine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen haben, ob Sie alle BVG-pflichtigen Personen angemeldet haben und ob alle aufgeführten Personen voll arbeitsfähig sind. Nach der Übermittlung erhalten Sie eine Bestätigung, dass die Bestandesmutation erfolgreich übermittelt wurde und Sie können sofort die provisorischen Beiträge als PDF, XLSX oder als CSV-Datei herunterladen und direkt in Ihr Lohnsystem einlesen. Achtung! Für die Januarlöhne können Sie die provisorischen Beiträge nicht verwenden, da der Jahresabschluss sowie die Verzinsung noch durchgeführt werden müssen. Nach der Verarbeitung der Jahresendverarbeitung stellen wir Ihnen die definitive Beitragsliste ins Valitas Online-Portal unter dem Menüpunkt Dokumente, meine Dokumente. Sie werden per Mail oder per SMS benachrichtigt, wenn Sie dies unter Einstellungen aktiviert haben. Unter Aktivität sehen Sie, dass sich der Status von offen auf übermittelt geändert hat.
Wenn Sie am Jahresende nur wenige Mutationen haben, kann es sinnvoll sein, die Mutationen direkt in der Übersichtsliste Eingabemaske vorzunehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Sie wählen die versicherte Person mit einer Lohn- und/oder Beschäftigungsgradänderung aus und nehmen die Mutation direkt im Feld AHV-Lohn neu und/oder Beschäftigungsgrad neu vor. Alle anderen Felder sind für Mutationen gesperrt. Wenn Sie alle Mutationen durchgeführt und kontrolliert haben, können Sie die Liste mit Übermitteln senden. Das weitere Vorgehen ist identisch mit der oben beschriebenen Version. Wichtig: Auch wenn Sie keine Lohnmutationen bzw. Änderungen am Jahresende haben, bitten wir Sie, die Daten auf ihre Vollständigkeit zu prüfen und die Lohnmeldeliste ohne Mutation zu übermitteln. Warum sind die Beiträge provisorisch? Wenn es sich nicht um Sonderfälle handelt, werden sich die Beiträge nicht mehr ändern, außer wie bereits erwähnt am Jahresende. In einigen wenigen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass die Kundenbetreuerin, der Kundenbetreuer noch Fragen hat und es so zu Änderungen kommen kann. Das war ein weiterer Schritt zum Valitas Online-Profi und den haben Sie erfolgreich gemeistert. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen gutes Gelingen.